Im Rahmen von Swiss Senses wird unser Langstreckenprodukt überarbeitet und es gibt einen neuen Service in allen Klassen. In Swiss Economy ist er bereits live, vielleicht habt ihr ihn tatsächlich schon erlebt. Und in Swiss Business kommt er in wenigen Wochen. Aber so einen Service kann man nicht von heute auf morgen einführen, sondern das braucht sehr viel Training. Und darum kommen alle unsere Cabin Crew Member hier einen Tag an die LAT den Service hands-on üben. Und heute dürfen wir die Klasse begleiten und bekommen einen Sneak Peek von unserer Swiss Senses Experience. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Swiss Behind the Wings. Mein Name ist Nico Zimmermann und heute begleiten wir Mustafa und Lorena an ihrem Trainingstag hier an der LAT, der aus zwei Elementen besteht. Zum einen hier im Mockup, wo sie Dinner Experience werden haben und wo sie den Service hands-on dürfen üben. Und das zweite ist ein Workshop rund um Swiss Senses, wo wir jetzt gerade den Mustafa schnell besuchen. Kommen wir mit. Der Mustafa und sein Team sind schon beim zweiten Posten von ihrem Workshop. Gehen wir mal schnell schauen, was sie gerade am Machen sind. Darf ich ganz kurz stören? Was ist eure Aufgabe gerade? Was müsst ihr machen im Workshop? Wir hatten jetzt verschiedene Workshops. Wir haben immer Aufgaben, die wir hier durchlesen. Und dann ist es so ein bisschen wie ein Puzzle, ein bisschen wie ein kleines Spiel. Und dann schauen wir zum Beispiel, was ist neu auf dem neuen Swiss Senses Business Class Tray. Und das sollen wir so ein bisschen herausfinden durch spielerisches Können. Ja. Und am Ende ergibt das eine Farbe am Ende und wir haben einen Safe, der wird dann geknackt. Ah, wirklich? Das ist so ein spielerisches... Oh, ja. Wir haben jetzt noch einen Posten zu erledigen. Ja. Das ist unser Posten? Ja. 15 Minuten. 15 Minuten? Wir haben jetzt hier 17 Produkte aus der Schweiz und wir sollen jetzt schauen, aus welchem Kanton oder von welcher Region sie kommen. Und wenn wir es nicht wissen, sollen wir es sogar googeln. Oh, das ist spannend. Oh, das ist spannend. Super, das wird sehr cool. Okay. Ich hätte jetzt mal geraten, Walser aus Wals. Oder hat es Wals irgendwo? Ich muss auch mal überlegen. Chocolatier. In Luzern. Luzern? Luzern. Ah, das ist einfach zum Finden. Einfach aus Luzern. Das ist ja hier in der Mitte. Hier rüber. Neueneck. Oh, woher kommen unsere Swiss-Schöckeli? Eine gute Frage. Das ist die Millionenfrage. Ja. Also, es wird ja von Frey Chocolatier gemacht. Steht nicht Das ist drauf, eine schwierige oder? Frage. Wo wird Frey Schoki in der Schweiz produziert? Die Firma Schokolade Frei hat ihren Hauptsitz in Bux, Aargau. Aargau. Super! Oh, was gut. Neues gelernt. Ja. Alles gefunden. Super. Wir können die Zeit stoppen. Wie lange haben wir gehabt? 9 Minuten. Super. Für 17 Produkte ist okay. Sehr, sehr cool. Wir haben jetzt einen Coach bekommen. Wir werden überprüfen, ob das klappt. Ja. Wir gehen jetzt rüber und schauen, was in unserem Safe drin ist. Sehr cool. Ich bin gespannt, ob wir es richtig gemacht haben. Okay, warte. Also 2, ja? 3. Der grosse Moment geht's auf. Es geht auf. Team Also, Afrika machen hat wir es es auf. aufgebracht. Oh. Die Chocolates. Super. Gut, merci. Congratulations, Team Africa. Sehr Genau. cool. Danke, dass ich bei euch dabei sein und euch Gerne. zumindest ein bisschen mithelfen bei der Produkterate. Ja, hat Spaß gemacht. Währenddem der Mustafa noch oben beim Workshop ist Lorena schon in der Galley am Vorbereiten vom Service. Es schmeckt schon ein bisschen nach Essen. Komm, gehen wir mal schnell schauen, wie weit das schon sind. Und es wird schon der erste Getränkeservice gemacht, wie wir hier sehen. Und Lorena ist in der ersten Section als Gast da rein. Lorena, du bist jetzt in der ersten Gruppenarbeit hier am Sitzen als Gast. Was ist deine Aufgabe aktuell? Momentan darf ich meine Kolleginnen beobachten, wie sie gerade den neuen Service durchführen und auch einige Impressionen sammeln für mich für nachher. Wir rotieren, das heisst, dass jeder profitieren kann, wie wir den neuen Service durchführen würden. Darf ich jetzt mal zuschauen, nachher würden wir dann wechseln und dann darf ich auch bedienen. Das ist aber mega cool. Das heisst, du kannst ihn zuerst in der Galley vorbereiten und erlebst ihn dann auch gleichzeitig. Genau, und das ist natürlich super für die Zukunft, dass wir unseren Gästen einen optimalen Service anbieten können. Wir dürfen die Trolley aufbauen, wir sehen es gerade und das hilft uns dann auch sehr in der Praktik. Ja. Darfst du noch etwas dazu ziehen, Schorle? Gerne das Wasser Ohne? Mit Eis-Zitrone zum Wasser? Nein, danke, ist gut. Ist gut? Super.
Das Faszinierende und ehrlich gesagt ein bisschen unerwartet ist, dass mit allem Essen und Getränk, dass das echt ist. Irgendwie im ersten Moment denkt man, das ist eine Spielküche oder so, aber nein, man kann es mit richtigem Zeug üben und das finde ich eine mega coole Sache. Ihr seid ein mega eingespieltes Team bereits, aber trotzdem Leute von den verschiedensten Rängen, von den verschiedensten Aufgaben auch in der Kabine. Wie ist es, wenn du da eben mit First Class Flight Attendant, mit zum Teil MC, kannst du da zusammenarbeiten an diesem Kurstag? Extrem spannend. Ich darf wirklich profitieren. Ich darf noch mal daran arbeiten, wie ich das anbiete, wie ist das sehr elegant für unsere Gäste in der Zukunft. Und das kann ich optimal profitieren. Und das finde ich auch so super, dass wir durchgemischt sind, weil wir voneinander lernen können. Und das ist wirklich, jeder hat wieder einen Input oder eine Verbesserung oder ein Auge für etwas, das jetzt jemand nicht sieht. Und das ist natürlich sehr schön. Ja. Sehr spannend. Jetzt hat ja jedes Cabin Crew Member so ein bisschen seine Cabin Crew Hacks. Was ist dein Cabin Crew Hack mit dem Drinktrolley? Gibt es da etwas Spezielles, was du so auf Lorena-Art machst? Genau, also was ich immer mache, ist sicher alles parat haben, Ja. dass ich wirklich gerade einschenken kann. Und ein kleiner Geheimtipp ist natürlich, wenn man weiss, ein Gast hat Sprudelwasser, dass man das vielleicht mit einem Serviettchen oder mit einem kleinen Untersetzerchen markieren kann, dass man wirklich an den Gast kann, wieder Sprudelwasser anbieten kann. Und sie sind immer sehr überzogen und oft eine Rückmeldung mit «Oh, sie können sich so viel merken». Und das ist natürlich ein kleiner Trick, aber es wird geschätzt bei unseren Gästen, das ist immer. Das ist ein mega guter Trick. Muss ich mich mal achten, wenn ich das nächste Mal am Fliegen bin, ob das bei mir auch so hergelegt wird. Sehr spannend. In dem Fall gerne ein Brötchen. Das Brötchen wird Ihnen gerade legen. So, und für die Salatsauce hätte ich eine französische, eine hätte ich Balsamico und eine hätte ich einfach Olivenöl. Dann nehme ich gerne so Olivenöl. Sehr gerne. Es ist Mittagszeit und Lorena, du machst gerade deinen Mittag selber parat. Genau. Und das ist ein richtiges Flügeressen. Genau, das ist gerade von unserem aktuellen Business Cycle. Haben wir hier ein Reis Casimir mit Poulet. Ja. Es ist extrem schön, dass wir hier in der LAT auch das Essen probieren, dass wir dann auch das zu den Gästen anbieten und wissen, wie das schmeckt. Das ist mega spannend. Und das ist echtes Flügeressen? Also wird das auch in so einer Catering-Küche gemacht? Das wird bei Gate Gourmet in Zürich vorbereitet für uns und dann auf Flüge gebracht. Das ist wirklich, also wie richtig, wie auf einem Flug. Genau, das sieht wirklich eins zu eins so aus. Wir tun das jetzt natürlich noch anrichten. Das ist noch nicht fertig angerichtet. Ja. Es wird natürlich die Soße noch kommen und das Poulet schön draufgelegt. Ja. Das werde ich dann gerade nachher so vorbereitet und dann wird das den nächsten Gästen serviert. Ja, mega spannend. Ich schaue dir ganz schnell zu, wie du es vorbereitest Ja, und nachher gerne. wünsche ich dir einen guten. Super. Nachdem wir jetzt den ganzen Morgen ein bisschen mehr über den Service erfahren haben, habe ich die grosse Ehre, jetzt selber mal schnell herzocken und das Essen probieren. Und ich bin mega gespannt, wie es schmeckt. So, Oh, wow. et voilà. Danke dir vielmals. Sehr gerne. Wünsche dir einen guten. Danke dir vielmals, Lorena. Nachdem wir jetzt schon mal einen ersten Einblick bekommen haben, wie so ein Trainingstag hier an der LAT aussieht, treffen wir den Janni. Er ist Instruktor und hat aber auch den Kurs designt, den Kurstag. Hoi Janni. Hallo Nico, freut mich. Danke dir vielmals, dass du dir da schnell Zeit nimmst für mich. Sehr gerne doch. Was habt ihr euch überlegt, als ihr das Konzept gestaltet habt? Wir haben natürlich die Voraussetzung gehabt, dass wir bis zu 4000 Cabin Crew Members in diesem Kurs einladen müssen. Und das sind Leute, die teilweise erst 2 Jahre fliegen und Leute, die schon teilweise 30 Jahre fliegen. Oder? Und so sind wir eigentlich zu dem ganzen Konzept gekommen, dass wir so etwas Spielerisches machen, sehr viel Hands-on-Training, dass wir wirklich aktiv arbeiten können. Du hast vorhin gesagt, 4000 Cabin Crew Member innerhalb von 8-9 Monaten, die da durch das Training durchgeschleust werden. Was ist so das Feedback von den Kollegen und Kolleginnen? Wir haben sehr positives Feedback von Leuten, die sagen, es sei der beste Kurs, den sie je besucht haben. Von Leuten, die mal, auch wenn ich jetzt nicht vielleicht extrem etwas Neues gelernt habe, etwas konnte ich trotzdem mitnehmen. Aber das Feedback ist vor allem von den meisten, dass sie wirklich froh sind, dass sie in einen Kurs kommen dürfen und nicht alles selbstständig irgendwie mit einem Web-based Training oder nur via Bücher müssen sich beibringen. Ich muss sagen, für uns war es also mega interessant, dass wir da mal reinschauen durften. Es ist etwas, wo man ja, sonst im persönlichen Alltag wenig natürlich mitbekommt, wie so ein Service-Training auch abläuft. Und ich finde es faszinierend, um zu sehen, wie da das Ganze erschaffen wird und trainiert wird. Ja, sehr gerne. Danke Absolut. dir vielmals fürs Zeigen und dir alles Gute. Super, merci auch. Mach's gut. Nach dem heutigen Tag sind Lorena, Mustafa und der ganze Rest von ihrer Klasse definitiv parat für Swiss Senses und parat für den neuen Swiss Business Class Service. Herzlichen Dank fürs Zuschauen von dieser Folge von Swiss Behind the Wings und bis zum nächsten Mal.